The Chaos Insurgency. 1924 gründete die SCP Foundation eine geheime Spezialeinheit, die nur dem O5-Rat bekannt war und den Codenamen Insurgency trug. Die Führung der Insurgency bestand aus Mitgliedern von MTF Alpha 1, der roten rechten Hand, die für ihre Loyalität gegenüber dem O5-Rat und die absolute Geheimhaltung ihrer Herkunft, Identität und Operationen berühmt waren. Die Führung der Insurgency wurde von Forschungs-, Sicherheits- und Bergungspersonal unterstützt, das allesamt aus den Reihen der Foundation stammte. Für die Mehrheit der Foundation und der anomalen Welt war die Insurgency eine Splittergruppe, die mit mehreren Forschern und anomalen Objekten desertierte. In Wirklichkeit hatte der O5-Rat die Insurgency gegründet, um Missionen mit ethisch fragwürdigen Methoden und politisch unappetitlichen Ergebnissen durchzuführen und dabei den Ruf der Foundation in der Öffentlichkeit sauber zu halten. Ungefähr 24 Jahre lang operierte die Insurgency unter dem Deckmantel von Foundation-Überläufern und nutzte anomale Objekte, um heimlich die Ziele des O5-Rats zu verfolgen. Im Jahr 1948 entfernte die Insurgency im Rahmen einer scheinbar routinemäßigen Operation mehrere SCP-Objekte aus der Eindämmung der Foundation und transportierte Dutzende von desertierten Foundation-Forschern an verschiedene sichere Orte. Am selben Tag fanden mehrere weitere ungeplante Überfälle auf Foundation-Einrichtungen statt. Die Insurgency beschlagnahmte SCP-Objekte mit großem Forschungs- und Militärpotenzial und fügte dem Foundation-Personal schwere Verluste zu. Die größte Lüge der Foundation war Wirklichkeit geworden. Ihr verdecktes Black Ops-Team war desertiert und die Foundation sah sich einer neuen Bedrohung durch eine Organisation gegenüber, die sich nun einen neuen Namen gab: die Chaos Insurgency. Der O5-Rat war fassungslos. Der Übertritt oder auch nur der geringste Hinweis auf Illoyalität von Personal der roten rechten Hand war beispiellos. Die Motive hinter dem Verrat der Insurgency sind der Foundation unbekannt. Alle Versuche, die übergelaufenen Insurgency-Mitglieder zu finden, festzunehmen oder zu ermorden, schlugen fehl. Diese Information ist innerhalb der Foundation geheim, die behauptet, dass die Insurgency 1924 übergelaufen sei und dass die tatsächlichen Überläufe 1948 lediglich Überfälle der bereits bestehenden Splitterorganisation waren. Die moderne Chaos Insurgency weist einige Ähnlichkeiten mit der Organisation auf, die sie gegründet hat. Das geheimnisumwitterte Delta-Kommando der Chaos Insurgency erteilt den unteren Rängen Befehle. Forscher und Militärkommandanten der Gamma-Klasse überwachen die Ausführung der Befehle des Delta-Kommandos, während das Personal der Beta-Klasse, obwohl es nicht die gleiche Befehlsebene wie das der Gamma-Klasse hat, die Arbeit der Insurgency vor Ort ausführt. Das Personal der Alpha-Klasse, das oft aus Personen mit wenig bis gar keiner Kenntnis des Anomalien rekrutiert wird, nimmt Arbeitsangebote oft an, weil die Alternative darin besteht, ein elendes Leben außerhalb der anomalen Welt zu führen. Sie sind die einfachen Arbeiter, zahlreich und entbehrlich. Die Insurgency ist in 2 Divisionen aufgeteilt: Militär und Forschung und Entwicklung. Die Zellen in beiden Divisionen arbeiten unabhängig voneinander und sind sich der genauen Aktionen und Ziele anderer Zellen nicht bewusst. Neue Rekruten erhalten Anweisungen von ihren Vorgesetzten und müssen diese bedingungslos befolgen, ohne zu wissen, dass jede ihrer Handlungen Teil eines größeren Plans ist, der vom Delta-Kommando orchestriert wird. Ihnen wird gesagt, dass sie eine große Rebellion gegen die Anarchie des Status quo durchführen. Eine Welt, in der die Konsensrealität selbst eine Illusion ist, die große Lüge der Geschichte, die von der Foundation verbreitet wird. Ihnen wird gesagt, dass sie das Anomale nutzen werden, um eine utopische Zukunft aufzubauen, in der die Menschheit Herr über alles ist und nicht nur eine Fata Morgana. Aber wer weiß schon, was die Chaos Insurgency wirklich will?